Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir mit Danny, mit diesen netten jungen Herren, zusammen ein leerstehendes Lager der Banditen hier gefunden. Und dabei wurden wir von einer etwas verrückten Frau überrascht, die Danny kaltblütig erschossen hat. Gerade in dem Moment, als sie irgendwas über die St. Johns erzählen wollte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte man sich da im Klaren sein, irgendwas auf dieser Farm oder auf dieser Molkerei ist nicht ganz in Ordnung. Wir haben jetzt mittlerweile abends, kurz vor dem Abendessen. Die meisten sind wahrscheinlich gerade in der Scheune bei der Kuh, die jetzt wohl wieder gesund gepflegt wurde von Katja. Aber vorher quatschen wir erstmal mit Danny über die Erlebnisse, die wir beim letzten Mal erlebt haben. Vielleicht finden wir noch irgendwas heraus. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Ja. Dein Mädchen. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. You really like that girl. What's not to like? Schweigen wir mal. Exactly. Danny ist sein Misstrauen schon wieder aufgefallen. Okay. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Oh ja, endlich wieder was zwischen die Kiefer bekommen. Was ich mich gerade so gefragt habe, wo ich geschwiegen habe, wie das Spiel sich wohl entwickeln wird, wenn man die ganze Zeit nur schweigen würde. Also bei allen Dialogoptionen, wo man diese Option zur Verfügung hat, dass die auf einmal total verstummt. Dann bin ich, oder wäre ich mal sehr gespannt, vielleicht spiele ich das Spiel nach diesem Let's Play noch einmal und werde immer schweigen. Dann bin ich mal wirklich gespannt, wie sich so die Beziehung zwischen Lee und den anderen Charakteren entwickelt. Aber sprechen wir erstmal wieder mit Lily. Die hatte gerade einen Streit mit Kenny. What happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? We found a woman in the woods. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her. Holy shit. Was she one of those bandits? I don't know. I think she was trying to tell me something. But then he just went off. I don't like this, Lee. I still say we should go back to the motor inn, where we at least know what to expect. Und mittlerweile bin ich sogar mit Lily einer Meinung. Sie wird sich das merken. Dass ich mit ihr einer Meinung bin, das finde ich gut. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Ja, und Larry ist natürlich nicht so weit denkend, dass man sich irgendwie sehen seine Augen gerade etwas kränklich aus. Ja, er ist nicht so weit denkend, dass er sich vorstellen könnte, dass hier irgendetwas What schief makes you läuft. say that? What exactly happened at the camp? It's nothing. Don't worry about it. Paranoia just getting to me a little bit. I know what you mean. These backwoods people always give me the creeps. If you ask me, we should just get our dinner and leave. Come on now. We don't want to be rude. Oh, halt du doch mal die Check Fresse, ey. things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Das hattest du schon mal erwähnt. Aber die Idee würde ich jetzt auch nicht für schlecht halten, einfach das Essen mitzunehmen. Aber mal schauen, wie sich die Sache hier noch entwickelt. Und Lily sagt ja Having a gerade, crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. tja,
Lady sagte gerade, dass Kenny in der Scheune nach etwas Verdächtigen Ausschau hält. Also auch er hat so ein bisschen Misstrauen der ganzen Sache hier gegenüber. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Eine Kuh. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Oh. Whoa. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. I don't know. Das klang nicht sehr überzeugend. Aber Clementine, schau mal, was wir hier haben. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No, Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? no. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Oh. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Ach, die beiden sind einfach zu niedlich zusammen. Also den beiden darf echt nichts passieren. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Naja, eine Kuh als schön zu bezeichnen, sei mal so dahingestellt. She looks skinny. Mit Katja können wir anscheinend nicht reden. Hier sind irgendwelche Preise. Also die Farm oder die Molkerei scheint ja wirklich mal eine sehr bekannte, gute gewesen zu sein. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Hast nicht geduscht, Like wa? duty. Kids, Das war jetzt auch so schlimm, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Naja. Sprechen wir mit Andy. Yep. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Da freuen sie sich alle. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Thanks. Yep. Das war natürlich auch sehr überzeugend. Aber wo zur Hölle ist Kenny eigentlich? Wir haben erstmal einige Stalltüren. Sind wir mal so dreist und schauen uns hier um. Hier scheint aber nichts zu sein. Und wie die Tür sich automatisch schließt. Ein sehr interessanter Mechanismus. Da ist noch so ein Leckstein. So ein Salzstein heißen die, glaube ich. I want to put in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Ah, geil. Und wie die da noch gegrinst hat. Beste Szene ever. Kannte ich, glaube ich, noch gar nicht. Was haben wir hier? Öffne die Tür. Jede Menge Kisten. Die Kisten haben wir auch in diesem Lager beim letzten Mal gesehen. Empty. Scheint auch sei hier nichts Interessantes. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht doch stark nach einem Schloss aus, aber ich glaube auf der Seite, genau, haben wir auch noch ein paar Stalltüren. Was haben wir denn hier? Jede Menge Kleidung. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Warum zur Hölle
haben die hier so viele Klamotten gelagert in einer Schubkarre? Nehmen wir das mal einfach so hin und gucken uns auch noch die letzten Fächer hier an. It's a feeding trough. Wow, das hast du wieder sehr gut erkannt, Lee. Du wärst ein sehr guter Sherlock Holmes Ersatz gewesen. Aber du spielst nun mal die Hauptrolle in diesem Spiel, The Walking Dead. Auch nicht unbedingt die schlechteste Rolle, will ich meinen. Hier scheint auch nichts zu sein. Dann gucken wir uns doch mal diese verdächtige Tür an. Und benutze sie. Benutze die Tür. Okay, das ist doch ein You Schloss. found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Genau, schauen wir uns auch erstmal das Schloss an. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Rassismus, fucks away. Pretty sturdy. Okay. Schrauben, das könnte See man... those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. Genau, das war auch Peek gerade mein inside, then Gedanke. replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Na, das ist doch jetzt noch etwas verdächtiger. Wir brauchen also einen Schraubenzieher. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Also mit dem Hammer das Ding zu zerschlagen, hatte ich mal für ein Gerücht. Und ich glaube, man kann hier sogar ein bisschen Blut sehen. Nehme ich doch zumindest mal sehr stark an, dass das Blut sein wird. I still can't get that lock off the door. You probably just need a screwdriver or something. Ja, Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. okay, irgendwas vor dem Stall. Danke für diesen Hinweis. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal raus und suchen einen Schraubenzieher. Denn wenn ich mich richtig erinnere, war hier draußen... Oh, hier ist es auf einmal wieder relativ hell. War hier draußen irgendwo eine Werkzeugbox. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Ja, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Aber keine Zeit dafür. Ist Lilly noch da? Lilly könnte mir natürlich auch noch mal ganz kurz quatschen. Und wir können uns auch mal den Pavillon ansehen. Wenn es denn gehen würde. Nein, du musst natürlich erstmal wieder 50 Meter weiterlaufen, damit du ihn betrachten kannst. Du musst sogar die Treppe hochgehen. Wait, doesn't offer much in the way of protection, though.
Ach, danke für diesen Hinweis. What's going on, Lee? Did something happen? There may be something going on with that barn. I'm telling you, Lee. The longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Ja, wir passen auf. Und ich muss mal wieder einen kurzen Cut machen. Tut mir leid, Leute. Und weiter geht's. Wir sind immer noch dabei, nach einem Schraubenzieher zu suchen. Und ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo eine Werkzeugkiste war. Vielleicht sind wir da. Ah, da hinten steht sie doch. Wenn da kein Werkzeug drin ist, wo denn dann? Ein Werkzeugkasten. Und was haben wir da? Ein Multitool. Just gonna borrow this for a second. Genau, wir leihen uns es aus und geben es nicht zurück. Das ist eine nette Formulierung für Diebstahl. Komm, wir quatschen noch mal kurz mit den beiden älteren Herrschaften da. We'll finish talking later. You been getting along with Larry? He's just a big old sweetheart, ain't he? Don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. Ja, da haben sie ja echt zwei Menschen getroffen. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Trotzdem würde ich einfach mal gerne nach Mark sehen, aber die Option haben wir wohl dann doch nicht. So, what are y'all keeping the barn? Fragen wir einfach mal so ganz. Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. Alter, wie die auch immer so guckt. Ich weiß nicht, ob die irgendwas im Schilde führen würde. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out in the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Okay. So, jetzt müssen wir irgendwie, wie Kenny sagte, Andy nur noch an bzw. ablenken, damit er rauskommt und wir uns gemütlich an diesem Schloss vergehen können. Können wir vielleicht was mit dem Generator machen? Ah, tatsächlich, wir könnten ihn natürlich ausschalten. Können wir hier noch was tun? Wir könnten hier das Blech abnehmen. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Oh, was ein Zufall, dass wir ein Multitool dabei haben. Dann machen wir den Generator doch mal ein bisschen unschädlich, oder? Und entfernen einfach mal den Riemen. Denn ich glaube, ohne den... Das glaube ich auch. Ohne den sollte der Generator nicht allzu gut laufen.
Ach, und sieh an, da kommt er auch schon raus. Where'd he find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a bell. Voll unauffällig, wie die da steht. Son of a... Fuck! Oh, this take forever. Das haben wir schon mal sehr gut hinbekommen. Aber bloß ein bisschen sehr unauffällig, wie die daneben stand. Am Zaun wartend, bis Andy dorthin geht. So, und jetzt können wir zurück in die Scheune. Na komm. Und uns mal anschauen, was die St. Johns hinter dieser Tür zu verbergen haben. Können noch mal kurz mit Kenny quatschen. I picked up something I think could help with the lock. Nothing to stop you now. Okay. Dann ran ans Werk, würde ich sagen. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Okay. Das war gerade natürlich die Essensleute. Und ich glaube, wir sind jetzt hier gerade völlig alleine. Können theoretisch noch mal rausgehen, aber nein. Wir wollen wissen, was hinter dieser Tür ist. Und entfernen jetzt mal die Schrauben. Ja, das wissen wir doch schon. Ran ans Werk. Ja. Ach, Junge. Ja, Junge, ich hab's gescheckt. Dann mach doch einfach mal. Jetzt müssen wir noch jede einzelne da rausschrauben. Das erhöht natürlich noch ein wenig die Spannung. Nummer 3. Und die letzte. Was ist hier drin? What the fuck? Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Oh, oh. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still got to do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Etwas im Wald finden. Okay. Und Lee nimmt das jetzt einfach so hin. Ich hätte jetzt gedacht, dass Andy etwas aggressiver darauf reagieren würde, aber er hat uns ein wenig beruhigt. Excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now, don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt already. Und ich glaube, die meisten von euch können jetzt schon denken, was diese Familie hier auf diesem Hof oder auf dieser Molkerei macht. Okay, waschen wir uns mal wir waschen uns mal die Hände. Das war natürlich eine nette Ausrede. Mal gucken, was wir hier im Medizinschrank haben. Gauze pads. Could use a shave. Some kind of lotion. Okay, nichts Interessantes, machen wir mal sicherheitshalber wieder zu. Aber wir werden jetzt natürlich mal nach oben gehen. Was ist das hier für ein Stromkabel? Guck dir erstmal die Kratzer an. Die. Das sind dann wohl Kratzer eines Menschen.
Wo zur Hölle ist Mark? So, und jetzt ganz langsam nach oben gehen. Nicht, dass die Family da was mitbekommt. Treppen knatschen natürlich ein wenig. Aber mich würde jetzt auch brennend interessieren, wo zur Hölle Mark ist. Da haben wir einen Schrank, hier haben wir eine Tür. Schauen wir uns erstmal den Schrank an. Was haben wir denn hier? Morphium. Need so much morphine for? Gute Frage. Candles. Smart. I guess someone needed some first aid recently. Musty as hell. Ugh, what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Where is that cord going? Keine Ahnung, aber schließ die doch einfach mal miteinander an. Oh, Licht. What the hell? Ist da etwa ein Geheimraum? Kommen wir da irgendwie hin? Ja, hier können wir anscheinend nichts weitermachen. Vielleicht vom Nebenraum aus. Haben wir hier noch irgendwas? Durch die Tür können wir nicht, okay. Gehen wir mal in das Schlafzimmer. Da sollte sich doch normalerweise Mark ausruhen. Where the hell is Mark? But Brenda said he was up here resting. Und seht ihr das Licht? Und da ist Blut. Blood? Nee, das ist rote Farbe, Lee. Natürlich ist das Blut. Gucken wir mal hier kurz durch das Fenster. Okay. Was ist das denn für ein Bild? Okay, sieht sehr interessant aus. Schieben wir mal das Bücherregal zur Seite. Tatsächlich, da ist noch eine versteckte Tür. Oh mein Gott. Was habe ich mit Mark gemacht? Was ist hinter dieser Tür? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead.